Weißt du, warum viele in der DTZ oder TELG-Prüfung beim Schreiben Punkte verlieren? Nicht, weil sie kein Deutsch können, sondern weil sie nicht genau wissen, was in der Prüfung erwartet wird und wie ein guter Prüfungstest aufgebaut ist. In diesem Video erkläre ich dir ganz einfach, was die DTZ-Prüfung ist, wie der Teilschreiben funktioniert, wie viel Zeit du hast und worauf du achten musst. Are you ready? Let's go! Hallo, ich bin Sarah von 7 Minuten Deutsch. Heute geht es um den Teil Schreiben in der DTZ-Prüfung. Vieles davon hilft dir auch bei TELG B1. Fangen wir mit der ersten Frage an. Was ist DTZ überhaupt? DTZ bedeutet Deutschtest für Zuwanderer. Das ist eine Deutschprüfung auf A2 B1 Niveau. Das heißt, am Ende bekommst du entweder das Ergebnis A2 oder B1. Das hängt davon ab, wie gut deine Leistung in der Prüfung ist. Diese Prüfung ist besonders wichtig für Menschen, die in Deutschland leben, einen Integrationskurs besuchen oder einen offiziellen Sprachnachweis brauchen. Und das Gute ist, die Prüfung ist sehr alltagsnah. Das bedeutet, es geht nicht um komplizierte Themen, sondern um Situationen aus dem echten Leben. Zum Beispiel Wohnung, Arbeit, Deutschkurs, Termine, Gesundheit, Kinderbetreuung oder Verkehr. Jetzt kommt die wichtige Frage. Was muss man im Schreiben eigentlich machen? Beim DTZ hast du für den Teilschreiben 30 Minuten Zeit. Du bekommst normalerweise eine Situation aus dem Alltag. Zu dieser Situation musst du einen Text schreiben. Das kann eine E-Mail sein oder ein Brief. Aber keine Panik. In der Prüfung steht genau, was du schreiben sollst. Wenn dort steht, schreiben Sie eine E-Mail, dann schreibst du eine E-Mail. Wenn dort steht, schreiben Sie einen Brief, dann schreibst du einen Brief. Wichtig ist aber, die Struktur ist fast immer gleich. Und meistens bekommst du mehrere Punkte, die du in deinem Text beantworten musst. Genau hier verlieren viele Punkte. Deshalb ist wichtig, lies die Aufgabe genau, markiere alle Punkte. Eine gute DTZ-E-Mail oder ein guter DTZ-Brief braucht eine klare Struktur. Du brauchst eine passende Anrede, einen guten Anfang, einen Hauptteil mit allen Punkten aus der Aufgabe, einen höflichen Schluss und eine passende Grußformel. Aber keine Sorge. Diese Struktur schauen wir uns im nächsten Video ganz genau an. Heute ist erstmal wichtig, dass du verstehst, ein guter Prüfungstext muss nicht kompliziert sein. Er muss klar, höflich und gut aufgebaut sein. Beim DTZ sind die Aufgaben meistens halbformell oder formell. Das bedeutet, du schreibst nicht einfach an deinen besten Freund, sondern oft an Personen wie deinen Vermieter, deine Kursleiterin, eine Firma, eine Schule,
eine Behörde, einen Nachbarn oder deinen Arbeitgeber. Typische Situationen sind zum Beispiel, du möchtest dich entschuldigen, einen Termin vereinbaren, einen Termin verschieben, dich beschweren, Informationen bekommen oder ein Problem erklären. Das Gute ist, diese Themen wiederholen sich sehr oft. Wenn du die wichtigsten Strukturen und Redemittel kennst, kannst du sehr viele DTZ-Briefe schreiben. Jetzt sprechen wir kurz über die Länge. Für A2 reicht oft ein kurzer Text mit ungefähr 40 bis 60 Wörtern. Für B1 ist ein etwas längerer Text besser, ungefähr 80 bis 120 Wörter. Aber wichtig ist, die Wortzahl allein entscheidet nicht. Viel wichtiger ist, hast du alle Punkte beantwortet? Ist dein Text klar? Ist die Struktur gut? Ein kurzer, klarer Text ist besser als ein langer Text mit vielen Fehlern. Merke dir deshalb, ein guter DTZ-Text ist klar, höflich, vollständig und gut strukturiert. Und genau darum geht es in den nächsten Videos. Im nächsten Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie eine gute DTZ-E-Mail oder ein guter DTZ-Brief aufgebaut ist. Wir schauen uns die Struktur, wichtige Redemittel und typische Sätze an. Danach schreiben wir zusammen komplette Beispielbriefe und E-Mails. Schreib mir in die Kommentare, welche Prüfung machst du gerade? DTZ, TILG oder eine andere Prüfung? Und welcher Teil ist für dich am schwierigsten? Schreiben, hören, lesen, sprechen. Wenn dir das Video geholfen hat, abonniere gerne meinen Kanal, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!